Willkommen auf meinem Kanal. Dieser Kanal dreht sich einzig und allein um die Fractal-Methode hier. Es ist ein kleines Price Protection Tool. Es funktioniert für normale Aktien, Indices, Futures und Krypto. Und ich benutze es jetzt eigentlich schon seit mehreren Jahren. Bevor wir in das Regelwerk reingehen, eine kleine Sache. Um diese Methode verwenden zu können, müsst ihr ein paar verschiedene Regeln einhalten. Das bedeutet, Day, also Banken und Hedgefonds und wer auch immer, spielen absolut keine Rolle. Wer verkauft oder kauft, wie viel oder was auch immer, spielt keine Rolle. Face to deliver spielen keine Rolle. Shorts and Short Interest spielt keine Rolle. Dark Pools spielen keine Rolle. Und der wichtigste Punkt, News spielen absolut keine Rolle. Ja? News, bei dieser Methode, News werden für den Move nicht geschrieben. Nicht andersrum. Also die Aktien bewegen sich nicht wegen der News, sondern die News sind eine Erklärung für den Move. Alles in allem geht es darum, dass dieser Markt kein Supply and Demand Markt ist. Anders würde diese Methode nicht funktionieren. Okay, dann gehen wir mal hinein. Für den kompletten Start, jede Aktie kann überall hier ihr IPO haben. Ja, also eine Aktie kann hier starten, hier oder hier, spielt keine Rolle. Die Kunst ist herauszufinden, wo die Aktie ist. Für dieses kleine Beispiel starten wir hier unten bei unserem V. Nach dem V, also dem Bounce Target, macht jede Aktie ein Higher Low. Nach dem Higher Low kommt ein A mit einem Pullback, ein B mit einem Pullback. Dann gehen wir rauf zu unserem C. Der C ist immer unser Top. Nach dem C kommt ein Lower High, ein Midpoint, ein T, ein Last Time to Sell, bevor wir wieder zu unserem V&A fallen. Dann startet wieder ein Higher Low und das ganze Ding startet wieder von neuem. Was wichtig hier ist, speziell für das L, M und T, diese Buchstaben sind immer erst dann fertig, wenn sie unter das Level fallen, wo sie gestartet sind. Was meine ich damit? Sagen wir haben hier unser C-Top bei, keine Ahnung, 50. Wir fallen runter und dieses Level hier ist 47. Unser Lower High startet. Wir gehen nicht über das C drüber, wir rejecten an dieser Trendlinie und fallen runter. Dieses Lower High ist erst dann fertig, wenn wir wenigstens einen Cent unter 47 fallen. Wenn wir hier bouncen, ist das L nicht fertig. Das gilt dasselbe für M, dasselbe für T. Jetzt für das Micro-Tracking, weil natürlich, wenn man sich das vorstellt, stellt euch vor, das hier ist ein Weekly Chart, ein Wochenchart. Ich möchte aber wissen, ist das Higher Low jetzt schon fertig oder nicht? Dann kann ich zum Beispiel auf den 2-Stunden-Chart gehen und diese Sektion hier, könnt ihr euch vorstellen, als wäre das ganze Ding hier. Also wir haben auch hier drinnen ein A, ein B, ein C, ein Lower High, ein M und ein T. So, für das Regelwerk bedeutet das Higher Low endet immer in einem V&A. Bedeutet immer wenigstens einen Cent unter dem Boden von A. Jetzt kann man auch noch dazu sagen, dass das A in den meisten Fällen, wenn wir von unserem W zu unserem Top gehen, an der 0.786 FIB liegt. Ist nicht 100%, aber zu 90%. Wenn man Schwierigkeiten hat, das A zu identifizieren, ist es diese FIB-Line. So, wir haben also jetzt unser V&A bei unserem HLO gemacht. Dazu sei auch noch gesagt, man kann meistens eine Trendlinie von unserem C
über alle Touchpunkte bis nach unten ziehen. Und das Higher Low ist meistens unter dieser Trendlinie. Wenn wir jetzt unser Higher Low fertig haben, gehen wir rauf zu unserem A. Auch hier wieder kann man sagen A, B, C. Und das große A ist gleichzeitig ein kleines C. Wo ist der Pullback dann von unserem A? Man kann jetzt sagen, für die einfachste Art zu tracken, meistens ist es ein Breakout-Retest von dieser Trendlinie oder es ist ein 0.5 oder ein 0.618 Fib Retracement Pullback. Dann nehmen wir einfach wieder unsere Fib, diesmal wieder von unserem absoluten Low zu unserem A-Peak und dann ist es zu 80% eine 0.5. Sollte man durch die 0.5 fallen, kann es auch eine 0.618 sein. In wenigsten Fällen, NIR zum Beispiel, so ein Beispiel, macht das A auch ein V under A. In den wenigsten Fällen. Nachdem wir das fertig haben, gehen wir rauf zu unserem B. Wieder mit A, B, C und das große B ist auch gleichzeitig ein kleines C. Wo ist der Pullback oder der Boden von B? Diesmal nehmen wir die Fib von unserem A-Boden, gehen rauf zu unserem B-Peak und B ist eine 0.5 Pullback. Keine 0.618 Pullback und kein V under A. B ist ein 0.5 Pullback von unserem A-Boden. Und nachdem wir mit dem fertig sind, gehen wir wieder rauf zu unserem C, dann wieder Lower High, Midpoint T, V under A. Jetzt sei noch dazu gesagt, das C, wenn es ein richtiges C ist es immer ein V under A. Immer. Einziger Unterschied ist, wenn unser C ein B oder ein A ist. Dann ist es eine 0.5 oder eine 0.618. Ja. Auch was ich vielleicht gerade vergessen habe, ist, unser M und unser T ist relativ hilfreich, weil wenn wir jetzt unser M und unser T fix haben, kann man eine Linie nach rechts ziehen und unser nächstes Makro B und Makro A sollten in der Nähe dieser Linien sein. Also B sollte in der Nähe von unserer M-Linie sein. Es kann ein bisschen drüber, auf hier oder drunter sein. Dasselbe für unser A sollte in der Nähe von unserer T-Linie sein. Wieder kann ein bisschen drüber, auf oder drunter sein. Und ein letztes Ding für das V under A und den 0.5 Pullback. Wenn wir ein V under A suchen, muss es unter allen Umständen 1 Cent unter dem Boden sein, unter dem Boden von A. Es gibt kein, wir bouncen 3 Cent drüber. Es gibt auch kein, wir bouncen auf der Linie. Also ein Double Button zum Beispiel. Gibt es nicht. Für die Pullbacks zur 0.5 oder zur 0.618 Linie, da können wir ein bisschen drüber, auf hier oder drunter bouncen. Ja? Ich sage euch, wenn ihr diese Methode benutzt, regelmäßig, also sagen wir, wenn ihr jeden Tag euch ein paar Stocks mit dieser Methode anschaut, ihr werdet es nicht mehr nicht sehen können. Ihr werdet es überall sehen, sage ich euch. Es muss nicht jedes Mal so ausschauen. Ja? Es kann ein bisschen höher sein, es kann ein bisschen länger sein, es kann ein bisschen kürzer sein. Aber ihr werdet es überall sehen. Und eine letzte Sache noch. Dieses Higher Low zum Beispiel. Ja. Es muss zum T, M und L passen. Was meine ich damit? Wenn man mir jetzt zum Beispiel einen Chart zeigt, einen 24-stündigen Chart, und dann zeigt man mir auf dem 5-Minuten-Chart so ein kleines Higher Low, das funktioniert nicht. Ja? Also das Higher Low sollte schon eine passende Größe zu seinem Vorgänger haben. Es kann sein, dass wir hier unten bei unserem V under A ein kleines Micro-Higher Low machen, was dann das große Higher Low startet. Ja,
Aber um das Fractal hier zu beenden, muss das Makro Higher Law eine entsprechende Größe haben. Okay? Ja, ich glaube, das war alles. Probiert es aus. Wir sehen uns.